Egal, wo du bist auf der Welt, wie verlassen der Ort auch sein mag, mit diesem Gerät kannst du wirklich überall schweißen. Ob du in einem tiefen Wald bist, ob du in deinem Garten in der letzten Ecke schweißen musst oder vielleicht in einem verlassenen Haus oder sogar auf hoher See. Mit diesem Gerät kann man wirklich überall schweißen. Das ist ein Akkuschweißgerät, mit dem kann man ohne Stromversorgung überall schweißen und die Möglichkeiten sind wirklich gigantisch. Dieses kleine Gerät wiegt ungefähr 5 Kilo inklusive Akkus und ich werde euch in diesem Video zeigen, was damit wirklich alles möglich ist. Das richtig Schöne daran ist, da sind ganz einfache Akkus verbaut. Das heißt, ich habe das Gerät und habe hier unten 2 Akkus drin. Diese Akkus kann ich dann ganz einfach rausnehmen, kann diese Akkus wieder laden. Gerät hat hier vorne Ein- und Ausschalter, bietet unglaubliche Möglichkeiten. Hauptsächlich ist es ein Elektrodenschweißgerät, aber es bietet deutlich mehr. Ich habe jetzt mehrere Stunden mit dem Gerät geschweißt in meiner Werkstatt, außerhalb der Werkstatt und ich zeige euch, was mit diesem Gerät alles möglich ist. Und es gibt mindestens einen Hersteller, der so ein Konzept auch schon nutzt, ein Schweißgerät mit normalen Akkus betreibt. Das Gerät ist aber viel größer, ist also nicht so klein und kompakt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auf einem ganz anderen Preisniveau. Außerdem sind hier ganz andere Sachen möglich. Also hier ist um einiges mehr möglich. Da werdet ihr wirklich staunen, wenn ihr das euch in diesem Video anguckt. Und ich habe mich die letzten Wochen tierisch auf dieses Gerät gefreut. Und wenn ich das hier so sehe, wie das hier so ausgepackt sieht, also es sieht wirklich toll aus. Gerät ist im Prinzip sehr einfach erklärt. Wir haben hier ein reines Gleichstromgerät. Die Akkus liefern auch Gleichstrom. So ist das Gerät also kein Inverter, der hier in irgendeiner Form irgendwas umwandelt. Man kann es also nicht ans normale Stromnetz anschließen. Man könnte es aber mit einem Adapter, der ist hier auch im Lieferumfang, hinten ist auch die Buchse, könnte man das Gerät an eine ganz normale Autobatterie anschließen. Hätte da die Möglichkeit, dann also, wenn die Akkus leer sind, noch deutlich länger oder deutlich mehr zu schweißen. Gerät hat hier vorne den An- und Austaster und zeigt dann hier vorne den Zustand der Akkus an. Hier kann ich die Leistung einstellen von 5 Ampere bis 120 Ampere. Ich habe dann hier verschiedene Modien, die ich noch einstellen kann. Hotstart, ich habe hier Arcforce und ich habe sogar die Möglichkeit, die Spannung zu variieren, um mit diesem Gerät verschiedene Elektroden zu verschweißen oder verschiedene Elektrodentypen. Ich habe hier in der Mitte noch eine Steuerbuchse, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Da gibt es also noch andere Möglichkeiten. Habe dann hier 2 Dinsebuchsen ganz normal, einmal Plus, einmal Minus, das sind 9er Dinse. Habe hier ein 2 Meter Massekabel und ein 3 Meter Elektrodenkabel im Lieferumfang. Kabel haben auch eine vernünftige Qualität. Zusätzlich habe ich dann hier noch so einen Schultergürtel, den werde ich nicht nutzen. Und ich habe hier auch ein Akkuladegerät. Damit werde ich die Akkus gleich aufladen. Aber bevor ich die jetzt gleich auflade, will ich natürlich erstmal versuchen, ob man damit überhaupt schweißen kann. Mal so die erste schöne Elektrode zünden, mit der ersten schönen Elektrode schweißen. Kann man auf jeden Fall sehr ordentlich mit Elektrode schweißen und man hat gehört, der Lüfter geht dann beim Elektrodenschweißen auch an. Das heißt, das Gerät hat einen temperaturgesteuerten Lüfter. Und die erste Naht habe ich hier mit 48 Volt geschweißt. Das war noch so ein bisschen wenig. Habe dann auf 60 Volt erhöht und mit 60 Volt und 90 Ampere konnte ich hier problemlos die 6 mm Bleche hier schweißen. Also 6 mm ist ja schon wirklich eine Menge und das sind so die normalen Standardeinstellungen. 30 bis 35 Ampere pro Millimeter Kernstab. Der Elektrode sagt man ja immer, das sind hier 2,5 mm Elektroden. Da bin ich immer so 85, 90 Ampere unterwegs und da kann man da wirklich vernünftig mit schweißen. Also erster Eindruck ist auch gut. Ich schweiße jetzt noch mal 1, 2 kleine Nähte zum Versuch und dann werden wir das Gerät erstmal komplett aufladen und dann gucken wir mal, wie viele man da maximal mit verschweißen kann. Was man hier sagen kann, ist, dass man hier vernünftig mit Elektrode schweißen kann. Da gibt es wirklich nichts. Ich habe hier diese beiden 6 mm Bleche nochmal miteinander verschweißt. Akkus sind jetzt in der Ladestation, habe ich da hinten drauf gestellt, habe das hier geschweißt. Anfangen habe ich hier eine kleine Stelle, da müsste man eigentlich nochmal nachschweißen, aber ansonsten geht das wirklich sehr ordentlich. Ich habe jetzt bewusst keine 2 mm Bleche oder irgendwas genommen, bewusst schöne 6 mm Platten, damit man auch sieht, dass das Gerät ein bisschen Leistung hat, ein bisschen Bums hat und dass man hier wirklich auch vernünftig mal ein bisschen stärkere Materialien mit verschweißen kann.
Die Akkus waren jetzt nicht komplett entladen. Ich habe jetzt ungefähr eine Stunde gebraucht, bis die wieder komplett voll geladen sind. Und dann kann ich hier loslegen. 100% zeigt das Gerät jetzt an als Akkukapazität. Und mich interessiert natürlich mit 100% Akkukapazität, wie viele Elektroden kann ich damit verschweißen. Und auf der anderen Seite, wenn ich dieses kleine Gerät mal richtig belaste, steigt das dann aus, schaltet das dann ab. Ich habe 2,5 mm Elektroden, das sind so die Standardelektroden. Damit kann man gut von 2 mm Material bis 6, 7 mm Material alles verschweißen. Sind eigentlich so die idealen Elektroden für den Hausgebrauch. Hier habe ich jetzt eine Elektrode nach der anderen verschweißt. Wie gesagt, Maßstab ist immer von wegen, schaltet das Gerät ab. Hat nicht einmal abgeschaltet, kann also diese Belastung problemlos ab. Und irgendwann ist dann natürlich Feierabend, dann geht das Gerät bis zu 1% runter und irgendwann schaltet das Gerät ganz einfach ab. Gibt es nochmal so einen kleinen Piepton und dann ist Feierabend und dann ziehen wir Bilanz und dann sehen wir, ich habe jetzt eine ganze Menge wirklich damit geschweißt und es sind am Ende des Tages fast 7 Elektroden geworden. 7 Elektroden gibt Weldinger auch an und das habe ich auch fast geschafft. Also es sind genau genommen 6 2/3 Elektroden ungefähr und ich habe hier auch eine ganze Menge mitgeschweißt, was man hier sieht. Klar, kann man jetzt sagen, ist zu wenig. Aber Punkt 1 ist natürlich, mit fast 7 Elektroden kann man schon wirklich eine Menge schweißen. Und Punkt 2 ist natürlich, wenn man die Premium-Geräte in diesem Bereich sieht, und da reden wir wirklich von sehr hochpreisigen Geräten, dann kann man da auch nicht die Welt mit schweißen. Das ist also auch nicht viel mehr. Schweißen ist halt sehr, sehr hungrig, stromhungrig. Das merkt man spätestens, wenn man an einem Generator ein Schweißgerät anschließt. Und dementsprechend, finde ich, ist das wirklich eine akzeptable Leistung. Für so ein bezahlbares Gerät denke ich mal, ist das alles andere als schlecht und 7 Elektroden gibt Weldinger auch für das Gerät an und das hat das Gerät jetzt auch fast geschafft. Denke ich mal, ist alles okay. Man könnte noch mal ein bisschen die Leistung reduzieren, dann würde man wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr schweißen können, aber für mich ist das halt das Ergebnis. Ich möchte auch nichts irgendwo darstellen, wie es nicht ist. So ein Gerät hat eine gewisse Kapazität, die Kapazität habe ich euch gezeigt und jetzt gucken wir mal, was das Gerät noch so kann. Und wie ich das vorhin schon angedeutet habe, ist das kein reines Elektrodenschweißgerät. Wenn ich das Gerät anmache und dann ein bisschen länger auf den Taster Mode drücke, dann geht das in den sogenannten Flux-Mode. Das heißt, ich kann mit diesem Gerät auch Fülldraht schweißen ohne Gas. Dazu brauche ich eine Spoolgun, die ist hier nicht im Lieferumfang enthalten, die gibt es aber auch sehr, sehr bezahlbar. Und dann kann ich mit dem Gerät Fülldraht schweißen ohne Gas. Das bietet viele verschiedene Vorteile. Ich kann hier zum Beispiel richtig schön Punkt schweißen. Ich habe also diese Spoolgun, das ist im Prinzip den Drahtvorschub, den kann ich in die Hand nehmen, habe hier hinten eine 1 Kilo Rolle gerüstet, das ist 0,8 mm Fülldraht. Das Rüsten ist immer so ein bisschen fummelig, aber dann kann man damit loslegen und das schweißt sich wirklich alles andere als schlecht. Ich habe hier ein paar Beispielnähte geschweißt. Wenn man Fülldraht schweißt ohne Gas und man ist mit einer Naht fertig, dann sieht die erstmal sehr verhauen aus. Ich habe hier zum Beispiel an diesem Würfel geschweißt und das sieht erstmal alles andere als schön aus. Wenn man das dann aber vernünftig überbürstet, dann kriegt man eine bildschöne Naht. Und der Riesenvorteil ist natürlich, man braucht kein Schutzgas. Und das passt natürlich auch perfekt zu so einem mobilen Gerät, weil wenn man schon so ein kleines handliches Gerät hat, das kann man sich einfach mit dem Gürtel dann oder mit dem Gurt über die Schulter hängen, dann kann man damit im Prinzip überall schweißen. Braucht kein Schutzgas zusätzlich. Nachteil ist halt, dass man starke Dämpfe hat. Das muss man immer auch wirklich sagen. Das ist draußen aber meistens ja egal. Und man hat hinterher halt die Schlacke, die muss man abbürsten. Und das ist hier zum Beispiel ein 4 mm Blech, das habe ich geschweißt als Kehlnaht und das sieht wirklich ordentlich aus. Habe ich mit 100 Ampere geschweißt. Mit 120 Ampere habe ich hier dann diese 6 mm Platten, einfach mal Strichlagen geschweißt. Also es funktioniert auch noch sehr gut und wenn man es runterregelt, kann man hier halt auch problemlos 2 mm schweißen. Das ist also wirklich auch eine sehr schöne Option und habe ich in der Form bei so einem Gerät noch nicht gesehen. Also es gibt dieses ESAP-Gerät, das kann Elektrode schweißen und hat eine ganz einfache Wick-Lift-Arc-Funktion. Und das ist das nächste, was ich ausprobieren möchte, kann man mit dem Gerät auch Wick schweißen. Aber diese Fülldraht-Option mit so einer Spoolgun im Zusammenhang, das habe ich noch nie gesehen. Das finde ich wirklich ist eine tolle Möglichkeit. Gerade wenn man so Punktschweißungen macht, dann ist es mit der Elektrode doch oft ein bisschen schwieriger. Und Elektrodenschweißen ist natürlich auch so, das muss man wirklich ein bisschen üben. Das hier mit dem Fülldrahtschweißen, das ist so einfach wie das reguläre Max-Schweißen. Da sage ich immer, das kann wirklich jeder sehr, sehr schnell lernen.
Und das Wick-Schweißen mit diesem kleinen Akkugerät funktioniert jetzt mal richtig, richtig gut. Ich habe hier kein Wick-Schweißprogramm oder ähnliches. Ich kann aber die Elektrodenschweißfunktion nutzen. Riesenvorteil ist, dass ich die Spannung hier separat einstellen kann. Die habe ich hier auf 19 Volt eingestellt. Dann habe ich ein Lift-Arc-Schlauchpaket angeschlossen. Das heißt, dann nutze ich ganz einfach den Minuspol, habe dann hier so ein Lift-Arc-Schlauchpaket mit einem Ventilbrenner, den ich öffne. Und dann kann man mit Kontakt zünden und kann mit diesem Gerät Wick schweißen. Dazu brauche ich natürlich eine Argonflasche. Ich habe hinten meine große Argonflasche natürlich genutzt. Für mobile Einsätze wäre es natürlich möglich, dass man so eine kleine Einwegflasche nutzen kann. Und dann kann man mit dem Gerät überall Wick schweißen. Und das ist natürlich so eine kleine, kompakte Möglichkeit. Das finde ich richtig, richtig schön. Und es funktioniert auch im Prinzip wirklich sehr, sehr gut. Ich habe hier zum Beispiel eine 6 mm Platte genommen, habe dann hier ein 2 mm Edelstahlrohr draufgesetzt, habe also so eine Schwarz-Weiß-Verbindung, habe hier kleine Stückschweißungen ausgeführt. Das geht wirklich sehr gut. Da habe ich die kompletten 120 Ampere genommen und das ist da mehr als ausreichend für. Habe hinterher 75 Ampere eingestellt. Jetzt sieht man, ist das Gerät auch ausgegangen. Das heißt, das hat nicht nur eine Lüftersteuerung, das Gerät geht auch immer wieder in Standby. Ich kann dann hier wieder einmal draufdrücken, dann ist das Gerät wieder mit den vorherigen Einstellungen wieder startbereit. So, ich habe dann hier ganz einfach mal so einen Würfel noch geschweißt. Die anderen Nähte sind von Zuschauern, die mal hier waren zum Schweißkurs und habe hier jetzt mal eine Naht, die war noch frei mit Wick geschweißt mit 75 Ampere. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Eine sehr schöne Naht, sehr schönes Ergebnis. Das ist für mich fast noch die schönste Lösung mit dem Gerät. Elektrodenschweißen ist auch toll, aber das Wick-Schweißen ist für mich natürlich ein Riesenvorteil. Wenn ich irgendwo mal kleine filigrane Nähte schweißen will, dann werde ich in Zukunft wirklich das Gerät mitnehmen, weil das ist unglaublich praktisch. Macht auch richtig Spaß. Klar hat man die Kontaktzündung, klar muss man am Ende abziehen. Wer das nicht kennt, dazu gibt es auch zahlreiche Videos auf meinem Kanal. Aber es ist halt eine schöne, einfache Möglichkeit, Wick zu schweißen. Dieses Schlauchpaket ist natürlich auch nicht im Lieferumfang. Das kann man dazu kaufen, kostet ungefähr so 50 Euro. Wie gesagt, Gerät verlinke ich hier unter. Ich habe hier heute eine Menge mitgeschweißt. Man kann mit diesem Gerät wirklich überall schweißen. Es ist schön mobil. Ich habe vorhin knapp 7 Elektroden durchgeschweißt, dann war der Akku leer. Ich habe jetzt hier Fülldraht geschweißt, ich habe Wick geschweißt. Man sieht, es ist bei 53%. Also man kann da schon einiges schweißen, aber nicht halt stundenlang mit schweißen. Das sollte einem bewusst sein, bevor man sich so ein Gerät irgendwo anschafft. Aber ansonsten, für den Preis gibt es definitiv nichts Vergleichbares. Ich verlinke das Gerät hier unter. Ich habe jetzt hier ein Set. Da sind die Akkus mit im Lieferumfang. Da ist das Ladegerät mit im Lieferumfang. Und es gibt auch ein Gerät aktuell. Bei dem Gerät ist es so, da kann man handelsübliche Akkus verwenden. Die sind dann, glaube ich, von Dewalt. Die Akkus müssen hier 40 Volt Akkus sein. Das müssen also leistungsstarke Akkus sein. Da gibt es nicht so viele Anbieter für. Darum hat Weldinger sich dafür entschieden, dass er ein Gerät rausbringen mit eigenen Akkus und ein Gerät rausbringen, wo man diese, ich glaube Dewalt ist es, diese Dewalt Akkus benutzen kann. Ich verlinke das hier unter alles und ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Lösung. Wenn ihr Fragen dazu habt, stellt die ruhig in den Kommentaren oder ich weitere Sachen damit vorstellen soll, dann mache ich das natürlich gerne. Ich werde da jetzt noch ein bisschen mit draußen schweißen, weil das ist wirklich so eine schöne Lösung, so eine mobile Lösung. Und wer das kennt, irgendwas mal im Garten schweißen, irgendwas mal bei Freunden, ich habe auch viele Freunde aus der Landwirtschaft, da mal irgendwo irgendwas schweißen. Meistens ist es mehr Arbeit als alles andere, erstmal die Stromversorgung dahin zu bringen. Hier hat man ein kleines, kompaktes Gerät mit Akku 5 Kilo und damit kann man wirklich überall fast alles schweißen. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.